Es ist Mittwoch, Challenge WBS-Zeit. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und ich habe nur 3 Minuten Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Frage 1 kommt jetzt. Wenn ein Weg oder ein Verkehrsweg über ein Grundstück verläuft, welche Rechte an dem Grund hat dann der Besitzer des Grundstücks noch? Das ist in der Regel im Grundbuch geregelt. Dort gibt es eben sogenannte Wegerechte und dieser Weg darf dauerhaft nur über das Grundstück verlaufen, wenn das Wegerecht auch an dem Grundstück eingetragen worden ist im Grundbuch. Das bedeutet also, man müsste einen Blick ins Grundbuch werfen, gibt es dann Wegerecht. Wenn kein Wegerecht eingetragen worden ist, kann man einen Zaun machen und dann führt der Weg da auch nicht mehr her. So ein Wegerecht mindert natürlich den Wert eines Grundstücks und bringt im Zweifel Geld, wenn dies jemand eintragen möchte. Gibt es immer mal wieder, wenn man eine Zufahrt zu einem Grundstück braucht man auch Wegerechte. Stellen Sie sich vor, Sie wären im Kino, haben sich Tickets gekauft und sitzen im Saal. Kurz bevor der Film beginnt, hat schon jemand das Ende verraten. Dürfte man sich dann sein Geld zurückverlangen oder hat man einfach Pech gehabt? Klare Antwort natürlich, nur weil der Nachbar ein bisschen spoilert, habt ihr einfach Pech gehabt. Nee, keine Chance, gibt es kein Geld zurück, kann der Kinobesitzer doch nichts zu. Für den ist der Vertrag schon an der Kasse geschlossen worden mit euch. Könnte ich Sie verklagen, wenn Sie in einem Challenge-WBS-Video in der Eile etwas Falsches behaupten und ich Sie dann indem ich mich danach richte, eine Straftat begehe? Nein, das könnt ihr nicht. Das wäre ja sehr schön, wenn das hier alles Rechtsberatung wäre. Das ist klar, dass das hier ein Informationskanal ist und ich keine individuelle Rechtsberatung für den Einzelnen machen will. Dafür sind diese Situationen viel zu speziell und insofern kann ich das hier guten Gewissens tun, ohne mich da irgendwelcher gigantischen Haftungswellen aussetzen zu müssen. Darf ein Milliardär sich freikaufen? Nein, natürlich nicht. Justitia ist blind. Ihr kennt vielleicht die Justitia mit den Waagschalen und die hat eben genau eine Binde gewickelt um die Augen und da weiß sie gar nicht, ob das ein Milliardär ist oder nicht. Deswegen sagt man, Justitia ist blind. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, auch Milliardäre, die können sich nicht einfach freikaufen. Aber haben es vielleicht leichter, wenn es um eine Geldstrafe geht, können die leichter bezahlen. In meiner alten Schule war auf den Schülertoiletten einlagiges Altpapier-Klopapier, auf den Lehrertoiletten jedoch mehrlagiges Klopapier. Frage, ist diese Form der Zweiklassengesellschaft erlaubt? Das ist gar keine schlechte Frage. Schülerdiskriminierung. Aber ich glaube, das lässt sich aus Kostengründen wahrscheinlich für eine Schule schön argumentieren, 50 Lehrer und 1000 Schüler und dann sagt man einfach, es wäre viel zu teuer gewesen, denen auch alle zweilagiges, dreilagiges oder sogar vierlagiges, butterweiches Klopapier zu spendieren. Und man kann natürlich sagen, dass die Schülerpopos noch mehr abkönnen als die Lehrerpopos, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will. Muss ich ein Gewerbe anmelden, wenn ich meinen Eltern Hausarbeiten erledige und dafür Geld erhalte? Macht es aber einen Unterschied, ob ich noch bei meinen Eltern wohne oder nicht? Das müsste man eben genau betrachten. Normalerweise nicht. Wenn du im elterlichen Haushalt mithilfst und da Zuwendungen im Rahmen dessen, was Eltern ihren Kindern so geben, erhältst, das alles noch im Rahmen ist, nicht. Wenn es allerdings so ist, dass deine Eltern haben Hausarbeiten. Ja, nee, also im Haus würde ich sagen, nein. Nein, das ist sowas wie Taschengeld. Dafür musst du kein Gewerbe anmelden und nichts versteuern. Aber wenn du im elterlichen Gewerbebetrieb mithilfst, dann könnte das Ganze schon anders aussehen. War aber hier nicht der Fall. Es ging ja um Hausarbeiten. Und bei mir ging es um 6 Fragen. Die sind auch alle beantwortet worden. Genauso gut wie in der letzten Woche. Immerhin. Nächstes Mal will ich es noch einen Tacken besser schaffen. Manchmal schaffe ich ja 7, manchmal auch 8. Aber ich gerade dann schon mal ein bisschen ins Quasseln und dann dauert es zu lange. Ist aber nicht schlimm, denn ihr postet bestimmt schon die nächsten Challenge-WBS-Fragen unter dem Hashtag Challenge-WBS hier unter das Video und die werde ich dann schon am nächsten Mittwoch für euch klären und beantworten. Erstmal danke fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal, falls ihr das nicht ohnehin schon getan habt und seid auch morgen wieder dabei, wenn es das nächste Video gibt. Tschüss und bis dahin.